An dieser Stelle endet der Trailer und hier beginnt das Duell. Auf der einen Seite mein Verstand, der unbedingt an einem Plan halten will. Auf der anderen Seite mein Versprechen, mich nie wieder von einem festen Plan einsperren zu lassen. Wer gewinnt? Aber alles der Reihe nach. Mach es dir gemütlich und begleite mich auf dieser unvorhersehbaren Reise. Bist du gespannt? Ich auch. Das ist mein Ritual. Ich begrüße auf diese Weise meine neue Leinwand und verbinde mich mit ihr. Falls du neu auf meinem Kanal bist, willkommen in meinem Atelier. Ich bin vor kurzem von einer Reise durch 3 Länder zurückgekommen, Frankreich, England und Belgien, und hatte eine Idee, meine Eindrücke in einer Bilderserie zu verarbeiten. Ich male rein intuitiv. Das bedeutet, ich plane kein Motiv im Voraus. Stattdessen lade ich im ersten Schritt das absolute Chaos auf die Leinwand ein und spiele, experimentiere, probiere, sprühe, schmiere und so weiter. Und erst danach suche ich nach der Geschichte, die im Bild verborgen liegt. Bei meinem letzten Bild aus Frankreich hat mich ein zu fester Plan komplett blockiert. Den Link zu diesem Video werde ich dir hier oben verlinken. Deshalb ist dieses Experiment heute so spannend für mich. Die erste wilde Farbschicht ist jetzt trocken und ich nutze im nächsten Schritt diese Steine, die ich von meiner Reise mitgebracht habe. Dann passiert etwas Interessantes. Dieses rote Pulver nämlich sind Pigmente. Sie stammen gar nicht aus einer neuen Packung. Es sind die Reste meines vorletzten Bildes. Das ist der Kreidestaub, der während des Malens auf den Boden gefallen ist. Ich könnte ihn damals einfach nicht wegwerfen, also habe ich ihn aufgehoben. Und heute ist er in mein neues Bild mit eingeflossen. Und noch ein letztes Element, das ich hinzufügen möchte, intuitive Linie. Vielleicht verbindet diese Linie alles. Oder sie löst etwas auf. Vielleicht öffnet sie eine Tür zu etwas, das ich noch gar nicht sehen kann. Mal sehen. Einen Tag später betrete ich mein Atelier und bleibe erst einmal vor dem Bild stehen. Alles ist trocken, alles ist bereit. Und in mir beginnt dieses vertraute Kribbeln, eine Mischung aus Vorfreude und Abenteuer. Denn ich habe das Gefühl, dem Geheimnis, das in diesem Bild verborgen liegt, mit jedem Tag ein Stück näher zu kommen.
Ich drehe das Bild immer wieder. Nicht nur, um neue Perspektiven zu entdecken, sondern auch, um meinen Kopf ein wenig auszutricksen. Denn sobald ich etwas erkenne, möchte ich es festhalten. Durch das Drehen löse ich diese Vorstellung wieder auf und ich kann der Intuition länger folgen. Gleichzeitig schenkt mir jede neue Ansicht frische Ideen. So wächst das Bild Stück für Stück weiter. Hier an dieser Stelle hat sich etwas gezeigt und das war so stark, dass ich es mitgenommen habe. Ich sah ein Bein, mehr nicht. Aber es war so deutlich, dass ich ihm vertraute und folgte. Und langsam begann sich die Figur zu entfalten. Trotzdem habe ich weiter nach anderen Perspektiven gesucht, denn ich wusste noch nicht, ob das Bild mir wirklich seine Richtung gezeigt hatte oder ob noch etwas ganz anderes in ihm verborgen lag. Als ich dann einen Schritt zurücktrat und das Bild aus dieser Perspektive betrachtete, sah ich plötzlich ein riesiges Gesicht. Das ist die Nase und das ist der Mund. Es war so deutlich, dass ich ihm hätte folgen können. Aber irgendwas in mir sagte, nein, ich kann es nicht erklären, warum. Also drehte ich das Bild wieder zurück und ging den anderen Weg weiter. Und dann meldete sich plötzlich mein Verstand. Helena, du wolltest doch eigentlich ein Englandbild malen. Und tatsächlich lag da noch etwas, was ich vorbereitet habe. Die Englandflagge. Ich zerschnitt sie in Streifen und begann sie Stück für Stück ins Bild zu kleben. Als ich dann fertig war und einen Schritt zurücktrat, dachte ich, oh nein, das gehört hier überhaupt nicht hin, das fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Und was machte ich? Anstatt das abzureißen, habe ich weitergeklebt. Und dann sah ich plötzlich hier etwas, genau hier, ein Gesicht, ganz leicht angedeutet. Ich habe es bewusst nicht weiter ausgearbeitet, weil ich wollte, dass es ihr gefühlt ausgesehen wird. Und genau in diesem Moment war sie da. Wer sie war, wusste ich allerdings noch nicht. Was ich sah, war eine tanzende Frau. Das stand für mich fest.
Und dann machte ich eine neue Entdeckung. In meinem Regal lagen seit Ewigkeiten diese Washi-Tapes. Ich hatte bisher keine Verwendung für sie. Und jetzt gerade fiel mein Blick genau darauf. Und in diesem Moment wusste ich, das ist es. Genau das brauche ich, um diesen englischen Ruck wieder aufzulösen. Ich habe jetzt erkannt, wer das ist. Und die Geschichte ist jetzt erzählt und vollständig. Ja, voilà, ihr Lieben, das Gemälde ist vollbracht. Am Anfang dieses Videos habe ich mich gefragt, wer gewinnen würde, mein Verstand oder meine Intuition. Heute glaube ich, dass das die falsche Frage war. Mein Verstand hatte Ideen, meine Intuition hat sie verwandelt. Aber das Wichtigste war etwas ganz anderes. Ich war bereit, offen zu bleiben. Denn nur wenn wir offen sind, können wir wirklich empfangen. Vielleicht gilt das nicht nur für die Kunst. Vielleicht gilt das auch für das Leben. Am Ende habe ich in diesem Bild eine moderne Fortuna entdeckt. Nicht mit einem goldenen Füllhorn, sondern mit einer einfachen Papiertüte. Für mich erzählt sie davon, dass das Leben uns immer wieder beschenken möchte. Nicht unbedingt mit dem, was wir geplant haben, sondern oft mit etwas, das uns vorher gar nicht in den Sinn kam. Aber dafür müssen wir offen sein. Das ist meine Geschichte. Vielleicht erzählt euch dieses Bild eine ganz andere Geschichte. Und genau das würde mich interessieren. Was seht ihr in diesem Bild? Welche Geschichte erzählt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, eure Gedanken zu lesen. Wenn euch meine Arbeit berührt und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das jetzt auch über Super Thanks tun. Das größte Geschenk für mich ist aber, wenn ihr kreativ bleibt, eurer Intuition vertraut und euch immer wieder für das öffnet, was das Leben euch schenken möchte. Bis zum nächsten Mal. Genau hier, in diesem Raum.